Du willst auch ein 8-Char-Abuser werden. Besser gesagt, du willst mit 8 Charaktern Flive spielen. Dann hast du bestimmt viele Fragen und ich probiere jetzt einige davon zu beantworten. Und zwar wurde ich auf Discord von einem Zuschauer angeschrieben, Lucifer, der sich sehr viele Fragen gestellt hat im Zusammenhang mit Flive Universe Anfang im Generellen und eben mit der 8-Char-Taktik im Speziellen. Und ich fand die Fragen ziemlich gut, beziehungsweise denke ich mir halt, ich persönlich komme halt nicht so auf den gleichen Gedankengang wie jetzt jemand, der anfängt, logischerweise. Und deswegen stelle ich mir solche Fragen halt schwierig selber. Und deswegen machen wir heute ein FAQ sozusagen mit häufig gestellten Fragen zur 8-Char-Taktik, zur 8-Char-Spielweise, die sich einfach Leute, also Anfänger wie einige von euch vielleicht, stellen können. Und vielleicht ist hier das ein oder andere dabei. Es wird sehr viel nochmal Einzelnes erklärt. Und wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde vielleicht auch irgendwann nochmal ein Follow-up-Video machen, also ein Teil 2 sozusagen, mit Sachen, die wir jetzt hier nicht besprechen. Also wäre cool, wenn ihr dann eure Fragen, auch wenn sie sich vielleicht schon erledigt haben, trotzdem in die Kommentare schreibt. Dann kann ich sie erstens beantworten und zweitens dann, wie gesagt, nochmal vielleicht für ein zweites Video verwenden. Jedenfalls ist die Grundthematik eigentlich relativ simpel, also 8-Char-Taktik, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, das würde ich euch unbedingt empfehlen, vorher anzugucken, weil sonst wisst ihr erstens nicht direkt, worum es geht und zweitens will ich hier jetzt nicht nochmal alles erklären, sondern ich will jetzt wirklich eigentlich spezieller auf die Fragen eingehen. Kurz, was die 8-Char-Taktik bedeutet, also ihr seht schon, ich bin hier gerade mit 8 Charaktern und das sind alles meine eigenen Charakter unterwegs und level mit denen allen zeitgleich. Ist jetzt nicht das perfekte Beispiel, weil meine Chars, wie ihr seht, sind alle auf dem gleichen Level. Das liegt aber nicht daran, dass ich absichtlich die alle auf dem gleichen Level gelassen habe. Also ein paar sind 146, aber das spielt keine Rolle. Also ein Level hin oder her ist jetzt nicht so schlimm. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich die alle auf dem gleichen Level haben wollte, sondern es war halt einfach so, dass Maximallevel 140 war. Dann wurde es halt erhöht und deswegen sind jetzt halt alle meine Chars logischerweise fast auf dem gleichen Level. Weil vorher waren sie halt alle 140 und jetzt wurde halt das Level erhöht. Also konnte ich dagegen nichts machen. Hat sich einfach so entwickelt. Ist auch nicht schlimm, aber es sieht halt ein bisschen blöd aus, weil das ist eigentlich nicht die eigentliche... Also so sieht normalerweise die 8-Char-Taktik erst aus, wenn man fertig ist, dass dann alle auf dem Maximallevel sind, aber nicht zu Beginn oder nicht währenddessen. Also so sollte es eigentlich nie aussehen bei euch, grundsätzlich, außer vielleicht am Anfang. Also eure Leechers sind natürlich schon immer auf dem ähnlichen oder gleichen Level, aber euer Leveler, der darf eigentlich niemals auf dem gleichen Level sein, weil sonst habt ihr irgendwas falsch gemacht. Genau. Aber letztlich, warum macht man das im Endeffekt? Also nochmal, um die Vorteile zusammenzufassen. Also ein Vorteil ist gratis Link Attack. Ich nenne es Screen Scroll, aber es spielt keine Rolle, wie ich es nenne. Gratis Link Attack, ohne Party Scrolls kaufen zu müssen für F-Coin oder für Penya. Der zweite Vorteil ist 8-fache Quest-Belohnungen, ohne die Quest tatsächlich 8-mal zu machen. Also du musst sie schon 8-mal annehmen und so weiter. Also den Prozess an sich musst du schon 8-mal machen. Aber du musst halt nicht 8-mal zum Beispiel 15 Monster töten. Oder du musst nicht 8-mal in irgendeinen Dungeon gehen, einzeln und 8-mal die Questreihe durchlaufen, sondern du kannst es immer zeitgleich machen und den Quest-Fortschritt mit mehreren Chars sammeln und sparst dir damit extrem viel Zeit. Also es ist wirklich die Zeitersparnis bei den Quests, die ist monumental gigantisch, muss man wirklich sagen. Und das dritte ist, der XP-Vorteil, wenn du nur mit 2 Charaktern spielst, existiert quasi nicht. Also die Gesamt-XP mit 8 Charaktern ist mehr oder weniger, kommt immer auf den Einzelfall an, aber grundsätzlich mehr oder weniger die gleiche, wie wenn ich mit 2 Chars spiele, die beide aktiv sind. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel, aktiver Blade levelt, aktiver Ringmaster hielt den Blade beim Leveln, beide kriegen sehr viel XP, ist gut, also sollte man so machen, wenn man zum Beispiel Blade anfängt, um seine XP zu maximieren, damit beide Chars möglichst viel XP bekommen und beide möglichst schnell leveln. Aber mit der 8-Char-Taktik, obwohl 7 Chars inaktiv sind, bis auf den Ringmaster, der ist vielleicht semi-inaktiv oder semi-aktiv, je nachdem. Aber im Endeffekt ist eigentlich richtig aktiv nur der Leveler und durch die 7 Inaktiven ist die Gesamt-XP, und hier geht es wirklich um die Gesamt-XP, ist quasi genauso hoch wie mit 2 Aktiven. Also im Endeffekt der Maximalwert. Aber dieses Video ist ja eigentlich nicht dazu gedacht, euch zu überzeugen von der 8-Char-Taktik, weil wenn ihr dieses Video anguckt, dann seid ihr wahrscheinlich schon gläubige Anhänger dieser Taktik. Und es geht jetzt eben hauptsächlich darum, eure Fragen zu beantworten. Und ich hoffe, es sind auch ein paar Fragen dabei, die ihr euch gestellt habt. Wie gesagt, ein paar Fragen sind jetzt allgemein zum Start zu Flive Universe. Ein paar andere Fragen sind einfach Anfänger-Struggles. Aber es sind auch ein paar Fragen spezifisch für die 8-Char-Taktik oder mehr oder weniger spezifisch für die 8-Char-Taktik. Man kann es natürlich immer auslegen auf nicht 8-Char-Taktik, keine Frage. Aber ja, also, los geht's.
Frage 1 oder Thema 1 war: Für mich war es besser, den Hauptcharakter auf Level 20 oder höher zu bringen und dann auch die anderen Charaktere auf Level 20 zu ziehen, wegen dem Board. Damit sie halt fliegen können, damit sie nicht hinterherlaufen. Meine Chars sind ja auch alle auf dem Board, das heißt, die werden von Agros zum Beispiel nicht angegriffen. Sonst sind sie zu oft gestorben. Ja, also der Anfang mit der 8-Char-Taktik sage ich gleich als erstes, das ist mit Abstand das Schwierigste. Das ist die heftigste Phase, die nervigste Phase, die schwierigste Phase, unter anderem eben, weil euch die Leecher tatsächlich hinterherlaufen. Und sobald ein Agro kommt, sind sie eigentlich instant tot. Die sind normalerweise One-Shot, die sterben sofort. Ist nervig, vor allem am Anfang hat man noch keinen Rest und so. Das heißt, wenn ein Charakter stirbt, muss man tatsächlich auf Wiederbeleben am Loadlight oder Loadstar, höchstwahrscheinlich Loadlight, klicken. Muss dann wieder zum Beispiel in Mars Dungeon reinlaufen, etc. Das ist extrem nervig, das kostet viel Zeit und das ist super dumm. Da kann man aber wirklich nicht viel dagegen machen, das ist einfach so. Ja? Der Anfang ist nervig, der Anfang ist ätzend. Viel kann man dagegen nicht machen. Seine Lösung war jetzt hier zum Beispiel, seine Charakter alle auf Level 20 zu ziehen. Bin ich persönlich kein großer Fan von. Also ich weiß nicht ganz genau, wie er es gemacht hat, aber ich sage es jetzt einfach im Allgemeinen, weil letztens war jemand im Stream, der sowas Ähnliches, meine ich, gesagt hat. Also ich persönlich würde es tatsächlich so machen, also jetzt spezifisch auf den Mars Dungeon bezogen. Ich würde dann tatsächlich den Mars Dungeon zum Beispiel einfach meiden, weil der Mars Dungeon ist äußerst gefährlich, weil es halt so ein begrenzter Space ist. Es sind sehr viele Agros unterwegs und man hat jetzt auch nicht so die krassen Fluchtmöglichkeiten, viele Hindernisse, an denen man hängen bleiben kann. Also grundsätzlich meiner Meinung nach nicht so das ideale Gebiet für die 8-Char-Taktik. Ich war da zwar, glaube ich, selber, wenn ich mich nicht komplett täusche, aber ich glaube, es war auch ziemlich ätzend für mich. Also würde ich dann tatsächlich eher meiden und dann lieber nach den Banks in Flaris tatsächlich nach St. Morning gehen. Erstens ist da der Laufweg zum Loadlight in der Regel schneller, wenn ihr zum Beispiel bei den Pumpkins oder so levelt, weil da direkt ein Loadlight daneben ist. Und grundsätzlich ist es einfach wahrscheinlich chilliger, die Agros frühzeitig zu erkennen, anzugreifen und von den Leechern quasi, also die Leecher von den Agros zu beschützen. Also ich denke, in der Open World hat man da tatsächlich mehr Erfolg, auch wenn man vielleicht ein bisschen langsamer levelt. Aber ich denke, das Risiko ist es im Mars Dungeon dann tatsächlich nicht wirklich wert. Und zeitgleich würde ich euch halt nicht empfehlen, dann nur deswegen, weil ihr Angst davor habt, eure Leecher sterben zu oft, tatsächlich dann etwas zu machen, wie erstmal alle Chars auf 20 zu leveln und erst dann wirklich mit der 8-Char-Taktik loszulegen. Oder sogar die Party auf Level zu stellen, statt auf Schaden. Auch das würde ich euch dringend abraten, das zu machen. Das ist auch ein riesiger Fehler. Also sollte man nicht machen. Dann das nächste hat ein bisschen auch damit zu tun mit diesem Anfänger-Struggle. Deswegen habe ich es jetzt gerade noch nicht erwähnt. Man kann nicht jedes Mal nur den Hauptcharakter leveln. Erst muss man immer die Party auf Stufe 10 bringen. Und das nach jedem Einloggen. Erst dann kann man nur den Hauptcharakter leveln. Also nur den Hauptcharakter leveln stimmt ja so gesehen nicht. Man levelt immer alle Chars, egal ob Party auf Level oder Party auf Schaden. Grundsätzlich wollt ihr, das habe ich in einem anderen Video gesagt, deswegen habe ich es jetzt noch nicht erwähnt, aber grundsätzlich wollt ihr XP-Aufteilung immer auf Schaden. Also 8-Char-Taktik will immer Party auf Schaden. Einzige Ausnahme, euer Main-Leveler, also in meinem Fall wäre das jetzt der Blade. Euer Main-Character ist bereits 19 Level über den Leechern. Und ihr würdet natürlich, wenn ihr jetzt noch ein Level-Up habt mit dem Main-Character, ja, dann würdet ihr 20 Level über den Leechern sein und dann könntet ihr sie nicht mehr leveln. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Dann müsst ihr natürlich die Party auf Level stellen. Aber wenn der Leveler nicht 19 Level über den Leechern ist, dann niemals Party auf Level, weil das gibt einfach grundsätzlich viel weniger Gesamt-XP und das ist schlecht. Niemals machen. Und hier wird quasi gesagt, das geht aber nicht, weil man muss ja erst die Party auf Level 10 machen, bevor man Party auf Schaden machen kann. Absolut richtig. Ich persönlich fand das aber eigentlich immer ganz nice, vor allem im Low-Level. Warum? Eben dadurch, dass ich jeden Tag die Party, zumindest kurzzeitig, bis sie Level 10 war, auf Level hatte, haben die Leecher jeden Tag immer kurzzeitig ganz schön viel XP aufgeholt, weil im Low-Level, wenn die Party auf Level ist und ihr einen großen Abstand zum Leveler oder zwischen Leveler und Leecher habt, dann kriegen die Leecher ja extrem viel XP, auch mit Party auf Level. Grundsätzlich natürlich schlecht, aber wie gesagt. Und das heißt, ihr gleicht jeden Tag durch dieses Party auf 10 ziehen so ein bisschen diese 19 Level schon mal aus und levelt ein bisschen für die Leecher und dann müsst ihr später wiederum seltener auf Level stellen. Macht natürlich nur einen minimalen Unterschied, aber es ist im Endeffekt egal. Also ihr könnt das einfach ignorieren. Klar ist es nervig, immer die Party erst auf 10 bzw. auch auf 20 zu ziehen für Link Attack und vor Level 50, 60 dauert das auch immer ewig. Aber das ist halt wie gesagt auch so ein Anfänger-Struggle. Möglichkeit, das zu umgehen, wäre ein Cash-Up-Item tatsächlich, Scroll of Advanced Party, eine Party kaufen, fragen, ob einem jemand eine Party schenkt. Oder halt Zähne zusammenbeißen und einfach Party auf Level 20 bzw. 10 ziehen. Und ja, wie gesagt, am Anfang ist es blöd, das ist bei jedem so. Das zieht sich dann immer ein bisschen und macht dann nicht ganz so viel Spaß.
Ja, dann geht es eigentlich weiter mit so ein bisschen allgemeineren Sachen. Belohnungen, die ich nicht gesehen habe, Einlog-Bonus für Minuten und Tage, hilfreich zu wissen. Absolut richtig, für Anfänger sehr hilfreich zu wissen. Taste U, Standardbelegung, könnte natürlich theoretisch ändern, aber standardmäßig sollte es Taste U sein. Und ihr müsst einfach nur Taste U drücken. Spielzeit bedeutet, ihr müsst 40 Minuten online sein, da bekommt ihr 40 gratis Belohnungen. In meinem Fall eine gute Demonstration. Also ich habe zum Beispiel einen Upcut Stone, Low Upcut Stone bekommen, 1 Stunde 10% Angriffskraft, super nices Power-Up. Und dann gibt es hier noch die Anmeldeserie. Wenn ihr mindestens seit 5 Tagen jeden Tag online gewesen seid, dann habt ihr diese 5-Tage-Serie. Und wenn ihr von da an, ab dem 5. Tag, jeden Tag online seid, bekommt ihr jeden Tag 5 zusätzliche Belohnungen. Das heißt, man kann hier jeden Tag 9 Mal für Power-Ups sozusagen gratis rollen und bekommt gratis Power-Ups. Super coole Funktion auf jeden Fall, sehr Free-to-Play-freundlich und solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Außerdem natürlich nicht den Battle Pass vergessen. Auch hier gibt es tägliche, wöchentliche und saisonale Aufgaben. Battle Pass auch sehr viele Belohnungen. Battle Pass, by the way, aber wenn es geht, immer nur ab Level 80 abholen, weil die Belohnungen ab Level 80 deutlich besser sind. Solltet ihr nicht mehr Level 80 bis zum Monatsende schaffen, der Battle Pass läuft ab, dann könnt ihr euch natürlich auch die niedrigeren Belohnungen abholen. Aber grundsätzlich immer gucken, dass man möglichst Level 80 ist und erst dann sich die Belohnungen holt. Und so viel dazu. Dann nochmal 3 etwas allgemeinere Sachen. Keine direkten Fragen oder zum Teil. Das erste ist, am Anfang hat es geholfen, andere Leute nach besseren HP, MP, FP Potions zu fragen. Der Anfang ist sonst echt blöd. Das stimmt, also vor allem wenn man Magier nimmt, wie ich es zum Beispiel persönlich empfehle mit Elementor oder sogar Ranger. Also am Anfang leveln die meisten Klassen tatsächlich mit Skills eigentlich deutlich besser als mit Auto-Attacks, vor allem wenn man keinen High-Level-Ringmaster als Supporter hat. Das stimmt, also man kann natürlich andere Leute um Hilfe bitten, wenn man das will, keine Frage. Ist definitiv eine Option. Ich persönlich finde aber, wenn man wirklich die Anfangsquests mitnimmt, zum Beispiel direkt mit Level 1 diese allgemeinen Louis-Quest und auch mit Level 15 Job-Change, kriegt man eigentlich doch relativ viel Penya und so. Also, oder die Losha-Quest gibt ja, glaube ich, 15.000 mal 18, 120.000 Penya. Also eigentlich sollte man genügend Penya verdienen am Anfang, auch um sich zumindest für die meiste Zeit genügend Potions kaufen zu können, würde ich sagen. Aber wie gesagt, wenn man sich Hilfe sucht, ist natürlich jetzt nicht schlimm. Dann das nächste, 8 Charakter und die richtigen Namen. Das ist jetzt mehr so was Organisatorisches. Also ihr seht es bei meinen Charaktern teilweise auch. Die heißen grüner Blade, grüner Knight, grüner Psy etc. Ja, gut. Ich meine, wenn man jetzt neu anfängt, weiß man natürlich nicht automatisch, wenn man jetzt irgendwelche random Anime-Charakter-Namen nimmt oder so, wer jetzt nochmal der Blade war oder so, wenn die einem vor allem sowieso die ganze Zeit nur hinterherlaufen und man sie noch gar nicht wirklich verwendet. Keine Frage. Aber muss man sich halt vorher überlegen, will ich, dass die so komische Namen haben, so wie Mond Knight, Mondblade, Mond RM oder so? Oder will ich schon, dass die irgendwie coole Namen haben? Ich meine, das ist was Persönliches, würde ich jetzt sagen. Aber ist vielleicht auch ein Gedanke wert schon mal, wenn ihr noch nicht angefangen habt oder so. Genau. Und das nächste auf Gruppe, also Partyfenster, einen Charakter anklicken und dann Taste Z drücken, dann folgt ihr dem Charakter automatisch. Müsst ihr nicht jedes Mal rechtsklicken und auf Folgen drücken. Ist auch eher was Allgemeines. So, jetzt geht es aber wieder mit was Speziellerem weiter für die 8-Char-Taktik. Und zwar 8 Charakter und ab Level 15. Welche Berufe soll man wählen? Jede Anfangsklasse hat später 2 weitere Wege. Musste ich erst rausfinden. Hab somit 2-mal Assist, Magier und so weiter gewählt. Somit kann man jede Klasse spielen. Aber die Frage stand am Anfang offen. Keine Ahnung, war erst planlos gewesen. Das kann ich auf jeden Fall auch absolut nachvollziehen und das ist tatsächlich auch einer der wichtigsten Punkte eigentlich, weil ich persönlich habe es halt so gemacht, ich habe mir jede Klasse einmal gemacht, aber das ist eigentlich nicht unbedingt besonders klug. Also und das ist halt auch etwas, warum ich eigentlich die 8-Char-Taktik für komplette blutige Anfänger in Anführungszeichen nicht wirklich empfehle, weil man halt mit schon ein bisschen Vorwissen eigentlich reingehen muss, weil sonst wird man höchstwahrscheinlich teilweise Entscheidungen treffen, wo man aber eigentlich wo eigentlich die Basis für die Entscheidung gar nicht da ist. Zum Beispiel hier jetzt, man muss sich halt auf Level 15 eigentlich schon überlegen, für was mache ich diese ganzen Charakter. Also wenn ich wirklich die 8-Char-Taktik mache und 8 Charakter hochlevel, dann sollte man sich eigentlich schon spätestens mit Level 15, allerspätestens mit Level 60, aber eigentlich schon mit Level 15 natürlich darüber Gedanken machen, ja, wofür level ich die Charakter denn? Was sollen die denn später dann eigentlich machen? Also was habe ich mit denen vor? Und hier ist es halt hilfreich, wenn man sich da, wie gesagt, schon mal einen Plan zurechtlegt. Und meine persönliche Meinung ist halt, 8 Charakter macht eigentlich eher weniger Sinn. Also man will wirklich jede Klasse mal ausprobieren im High-Level. Man will jede Klasse einfach haben. Dann macht das durchaus Sinn. Aber die meisten Leute würden es wahrscheinlich eher so machen, dass sie 2, 3 oder sogar 4 Ringmaster machen. Und das Ganze dann mit 2, 3 Blades oder anderen Klassen kombinieren. Also ich würde mal sagen,
ein Elementor zum Beispiel zum Level. Macht durchaus Sinn. Und dann vielleicht 3 oder 4 Ringmaster und dann vielleicht 3 oder 4 1v1s, wie zum Beispiel Blades. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja gut, aber warum baue ich 4 Blades? Naja, das Ding ist halt, wenn man im High-Level die Blades zum Beispiel zum Farmen benutzt, ich meine, für was würde man sie sonst benutzen? Logischerweise, um irgendwelche Bosse zu farmen oder so. Da muss man halt bedenken, da musst du nur einmal Equipment kaufen und alle 4 Blades sind aber einsatzbereit. Du kannst zum Beispiel 4-mal Clockwalks machen, ohne Cooldown. Du musst nicht 2 Tage warten. Jeder Blade kann das gleiche Equipment tragen. Du gehst mit dem gleichen Equipment 4-mal bei Clockwalks rein zum Beispiel. Solche Sachen kannst du dann deutlich leichter machen, weil du brauchst halt nicht die 4 Equipments dafür. Und da gibt es mehrere Beispiele für. Ich will jetzt nicht zu detailliert auf diese Frage eingehen, aber wie gesagt, man sollte sich da wirklich grundlegend mal Gedanken drüber machen. Und warum halt mehrere Ringmaster? Das ist ganz einfach, wenn ich 4-mal Clockwalks gehe mit 4 Blades, dann brauche ich eigentlich auch 4 Ringmaster. Gut, das funktioniert natürlich nicht, wenn der Leveler ein Elementor ist. Aber man könnte natürlich auch mit dem Blade die ganze 8-Char-Taktik durchziehen. Also ihr seht schon, da gibt es auf jeden Fall mehrere Überlegungen, die man anstellen kann. Und das sollte man schon ein bisschen drüber nachgedacht haben. Wie gesagt, wenn es komplett blutiger Anfänger ist, dann macht man sich diese Gedanken eben eher weniger. Und dann kann es halt sein, dass man später, also erst sehr viel später natürlich, aber irgendwann mal feststellt, irgendwie hätte ich mich damals vielleicht doch ein bisschen anders entscheiden sollen. Aber gut, das kann man halt dann nicht vermeiden. Wie gesagt, die 8-Char-Taktik würde ich persönlich sagen, für komplett Neuanfänger nicht unbedingt perfekt geeignet. Ja, dann war hier noch die Frage, warum 8 Charakter, hat er sich gestellt. Dass man mehr Schaden macht, wenn man 8 Spieler in der Nähe hat, sorgt für mehr Sinn bei den 8 Charaktern, hat sonst eher den Gedanken, dass es zu viel Arbeit ist. Mit dieser Information gibt es dem noch mehr Sinn und Spielgefühl für später, da man weiß, wie hilfreich es doch ist. Genau, aber das habe ich ja vorhin schon eigentlich erklärt, warum Quests, wie gesagt, 8-fache Quest-Belohnung, Gesamt-XP ist nicht niedriger, das heißt, man kann 8 Charakter im Endeffekt mit mehr oder weniger dem gleichen Zeitaufwand hochziehen, wie, also vor allem, wenn man 8 einzelne Charakter machen würde natürlich, aber in der Regel schneller, weil man fast genauso schnell ist wie 2 Charakter. Genau. Tastenbelegungen anpassen, ist hier noch so ein Tipp vielleicht für den einen oder anderen, dass man zum Beispiel die Maustasten belegt und dann sowas wie aufs Board steigen, sich auf eine Maustaste legt oder so. Das sind natürlich noch hilfreiche Tipps jetzt vielleicht für den einen oder anderen. Kann man definitiv machen, das ist ja Geschmackssache, das kann jeder machen, wie er will. Dann noch was sehr Interessantes, kann man sich mit den Stats verskillen. Wie wichtig ist es darauf zu achten, sich nicht zu verskillen und wann kann man fatale Fehler machen? Dass man mit Level 60 wieder Stats verteilen kann, war ich mir auch erst nicht sicher. Ja, also bis Level 15 ist es so, dass es eigentlich ziemlich egal ist. Die meisten gehen da eigentlich Full STR, weil, ich meine, als Vagrant kannst du eh kaum was machen. Du setzt hier und da mal deine Skills ein, kostet aber viel FP. Die hat man in der Regel am Anfang auch nicht wirklich, also meistens sind es Auto-Attacks. Da würde ich einfach Full STR gehen. Mit Level 15 kann man alle Stats neu verteilen. Dann kommt es natürlich auf die Klasse und den Spielstil an. Also sollte man schon gucken. Also ich persönlich habe Guides zu einen Anfängerklassen auf jeden Fall hochgeladen. Da kann man mal vorbeigucken. Man kann einfach andere Leute fragen. Und ja, auf Level 60 kann man nochmal die Stats neu verteilen. Also man bekommt keinen Restat, sondern man kann die Stats neu verteilen. Das ist nicht ganz das Gleiche. Also du wirst mehr oder weniger gezwungen, deine Stats neu zu verteilen. Aber ja, mit Level 60 kann man auch nochmal seinen Spielstil komplett ändern. Versus den man bis Level 60 vielleicht angewendet hat. Und ja, es ist schon wichtig, dass man sich nicht festsettet auf jeden Fall, deswegen definitiv nachfragen. Aber hier ist noch eine grundlegende Unterscheidung, das fällt mir immer wieder auf. Viele Leute sagen Skill und meinen Stat und manche Leute sagen Stats und meinen Skills. Also ist jetzt nicht so wichtig, aber nur, dass es keine Missverständnisse gibt, weil kann halt sein, dass jemand euch dann einfach falsch versteht und euch dann was komplett Falsches sagt, was für euch entweder gar keinen Sinn ergibt oder ihr dann aufgrund einer Misskommunikation quasi euch falsch entscheidet. Also Stats ist H, Stat-Page heißt das Ganze ja auch, das sind die Statuspunkte, das ist das und K sind die Skills, das ist Skillen. Also Skill sind die tatsächlichen Skills und Stats sind die tatsächlichen Stats. Also ist immer ein bisschen schwierig, weil viele Leute sagen Skillen und meinen eigentlich Staten und so weiter. Wie gesagt, ist manchmal ein bisschen verwirrend. Also nur als Tipp vielleicht, dass euch die Leute nicht missverstehen, wenn ihr mal was fragen solltet. Die nächste Frage, gibt es ein Lager? Das ist auch eine wirklich coole Frage für Anfänger. Es gibt ein Lager in jeder Stadt. Ich zeige euch auf der Karte mal, wo es in Flaris zum Beispiel ist. Und zwar, ui, okay, das sieht man jetzt nicht so gut. Aber bei dem roten Ausrufezeichen. Im Endeffekt ist ein roter Briefkasten. Also in jeder Stadt ist das im Endeffekt. In der ja gut, okay, hier zeige ich es euch nicht. St. Morning zum Beispiel ist es hier. Ach so, Moment mal, ich bin ja auch stupid. Ich gehe einfach auf Stadt. Ne? Genau, hier Stadtinformation. Und dieses Zeichen ist im Endeffekt auch die Bank. Also immer bei der Stadtinformation erkennt man immer einen Briefkasten. Der Briefkasten ist immer neben der Stadtinformation. Also einlagern und Sachen verschicken ist immer nebeneinander. Und da könnt ihr einfach hingehen.
und könnt dann eben eure Items einlagern. Ihr habt 42 Plätze auf der Bank, auf jedem Charakter, by the way, bei der 8-Char-Taktik. Also könnt ihr auch gut Set-Teile einlagern, vielleicht für später oder für nochmal neue Charakter oder so. Set-Teile sind in der Regel auch wenig wert, also da lohnt es sich auf jeden Fall vielleicht auch ein kleines Lager irgendwo anzulegen. Genau. Und ihr müsst einfach nur bei der Startinformation anklicken, ein Bankpasswort vergeben und dann einfach auf Einlagern klicken. Die Karten im Inventar ist dann die nächste Frage, die man droppt. Wohin damit? Was ist mit Eiern? Alles aufsammeln. Wie wichtig ist das im Low-Level? Also Itemplatzmanagement im Low-Level ist tatsächlich nicht so wichtig mit der 8-Char-Taktik, meiner persönlichen Meinung nach, weil es gibt hier die Funktion, gut, wenn man kein CS-Pad hat, vielleicht nicht so ultra hilfreich, aber am Anfang kriegt man eigentlich diese Baby-Cobra ein paar Mal geschenkt bekommen. Ist vielleicht auch noch eine interessante Information, wenn ihr auf Taste U Spielzeit geht und dann auf gesamte Verbindungen, sollte normalerweise für neue Charakter hier so eine Art Einlog-Event laufen. Und da bekommt ihr auf jedem Char an Tag 2 oder 3 bekommt ihr ein 3 Tage CS-Pad. Und da wäre es klug, immer nur eins davon zu aktivieren. Und ich persönlich würde es dann so machen, ich würde Item-Aufteilung auf Reihenfolge machen. Oder Zufall, ist mir nicht egal, aber ich finde Reihenfolge funktioniert ein bisschen besser als Zufall. Und könnt ihr dann einstellen. Und dann könnt ihr immer so lange spielen, so lange grinden, bis alle eure 8 Charakter ein volles Inventar haben. Und klar, am Anfang sind alle eure Inventories grundsätzlich ziemlich klein, keine Frage. Aber ja, das ist so ein kleiner hilfreicher Tipp vielleicht. Und was ihr dann aufheben solltet, das ist halt schwierig, das kommt immer auch ein bisschen auf den Einzelfall an. Aber Eggs zum Beispiel könnt ihr easy an NPC verkaufen. Karten am Anfang, verkauft alles an NPC. Also am Anfang würde ich eigentlich nahezu alles an NPC verkaufen, was nicht irgendwie besonders aussieht. Wenn irgendwo selten dabei steht, also grün, zum Beispiel Lightning Card 4%, also wenn irgendwas irgendwie außergewöhnlich aussieht oder irgendwie selten aussieht, dann würde ich immer nachfragen nochmal, entweder bei einem Stream oder so, unter einem YouTube-Video oder sonst irgendwo, wo ich Leute Fragen beantworten können oder einfach bei anderen Spielern, Gilde, whatever. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die normalen Items am Anfang, vor allem die Karten, diese häufigen Karten, diese Elementkarten und so weiter und so fort, also die könnt ihr wirklich getrost ignorieren, die sind sehr wenig wert bei anderen Spielern. Und ihr habt halt am Anfang einfach nicht den Platz, die immer alle mitzunehmen und einzulagern. Das kostet viel zu viel Zeit, das lenkt euch zu sehr ab vom Grinden. Und das würde ich nicht machen. Also damit würde ich mich nicht beschäftigen. Viele Leute heben ihre Karten gar nicht auf zum Beispiel. Also daran erkennt man schon, dass die keinen hohen Wert haben. Also versteift euch da nicht drauf. Und alles, was nicht wirklich wichtig aussieht, könnt ihr grundsätzlich beim NPC verkaufen. Die wirklich seltenen und krassen Items erkennt ihr meistens daran, dass sie auch selten und krass aussehen oder besonders aussehen und selten dabei steht. Also das könnt ihr eigentlich kaum falsch machen, würde ich mal behaupten. Und wie gesagt, dann Party auf Reihenfolge, die Inventories nutzen und möglichst immer nur ein CS-Pad aktivieren, damit diese gratis CS-Pads vom Anfang möglichst lange halten. Die Folgefrage, welches Board holt man am besten für sich und seine 8 Charakter? Ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema mit dem Board, weil am Anfang, ich habe ja schon gesagt, bekommt ihr eigentlich schon ein bisschen Penya in Flaris von den Job-Changes und von der ersten Questreihe in Flaris, diese Low-Level-Questreihe, die auch ziemlich schnell geht. Aber das reicht natürlich nicht, um sich die Boards zu kaufen, vor allem nicht deswegen, weil die Boards in Fly Universe leider extrem teuer gemacht wurden. Ignites Board kostet, glaube ich, 3 Millionen Penya mal 8, das sind 24 Millionen Penya. Das ist ziemlich crazy. Und ziemlich blöd, dass das so ist, keine Frage. Aber es ist leider so. Ich und viele andere haben es dann so gemacht, dass man sich einfach das günstigste Board kauft. Ich kann euch jetzt nicht auswendig sagen, wie viel es kostet. Auf jeden Fall deutlich weniger als 3 Millionen. Das günstigste, aber leider auch zeitgleich langsamste Board sich 8-mal zu kaufen, ist super nervig. Aber wenn euch die Charakter nur hinterherfliegen beim Leveln, reicht es ja absolut aus, weil das Board hat ja primär die Funktion eigentlich, dass die Charakter nicht sterben. Und einfach immer euch gut hinterherkommen. Ja. Und sicherlich ist es nervig, wenn die so langsam sind und wenn ihr so langsam rumfliegt. Total nervig, kann ich absolut nachvollziehen. Aber es ist halt einfach so. Ja. Das kann man am Anfang nicht ändern, gehört einfach dazu. Und diese 24 Millionen Penya, die kann man eigentlich bis Level 20 nicht auftreiben als Anfänger. Das ist fast absolut unmöglich und kann man später noch nachholen. Also letztendlich wäre das Ziel eigentlich bei allen 8 Chars ein Premium-Fluggerät zu haben, weil es macht schon wirklich einen Unterschied, wenn man schon hier und da mal öfter hin und her fliegt, bei Quests vor allem im High-Level und so. Da ist es schon wirklich angenehm, wenn man die Premium-Fluggeräte hat. Kostet allerdings auch relativ viel Geld, muss man sich klar überlegen. Ignites Boards reichen auch vollkommen grundsätzlich und die sollte man sich dann auf jeden Fall später irgendwann noch holen. Aber für den kompletten Anfang reichen diese Low-Level-Boards. Dann noch eine sehr gute Frage, wie ich finde. Welche von den 8 Charaktern bekommen Ausrüstung und wann? Main und Support ist klar.
Ab wann kümmert man sich um die weiteren? Lässt man die Stats einfach auf 0, bis man sich darum kümmert? Oder einfach zum Beispiel auf volle HP, damit sie nicht sterben, bis Level 60? Was mache ich zum Beispiel, wann mache ich zum Beispiel ein Blade für Dungeons? Mache ich das überhaupt oder erst ganz spät? Im Grunde, wie gehe ich mit meinen weiteren 6 Charaktern um, die ich mitziehe? Diese Frage stellte sich. Ja, wie gesagt, eine super gute Frage, finde ich. Eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Und hier muss ich sagen, schwierig. Also grundsätzlich, ich persönlich bin der Typ, ich ignoriere meine Chars sehr lange. Allerdings muss man auch dazu sagen, seitdem ich das letzte Mal Charakter hochgezogen habe, gab es 2 Updates. Also 2 große Updates, die es davor nicht gab. Das muss man natürlich bedenken. Aber meine persönliche Einschätzung oder meine persönliche Meinung ist eigentlich, am Anfang ist es immer besser, man levelt erstmal hoch, weil im Low-Level gibt es wenige Dinge zu farmen, meiner persönlichen Meinung nach, die sich wirklich so extrem viel mehr lohnen, als wenn man einfach grindet. Das ist einfach meine persönliche Meinung, jetzt mal unabhängig davon, was es alles tatsächlich für Möglichkeiten gibt. Und vor allem mit der 8-Char-Taktik profitiert man ja eigentlich wirklich stark vom Leveln, wie gesagt, weil man ja auch die Quests dann irgendwann freischalten will. Man will die Inventare freischalten, dass man wirklich 8 große Inventare hat mit der Taktik, Party auf Reihenfolge zum Beispiel und so. Also man will eigentlich schon weiterkommen. Man macht die 8-Char-Taktik jetzt eigentlich nicht, wenn man primär Geld farmen will. Das Geld kommt dann irgendwie erst später, sage ich mal, als Folge von der 8-Char-Taktik. Und ein Problem ist halt, ja, das wurde schon angesprochen, man rüstet natürlich den Main und den Support aus. Das sind bereits 2 Charakter, um die man sich kümmern muss. Wenn man jetzt Hit-and-Run-Elementor spielt, der ist kostengünstig, muss man dazu sagen. Da könnte man sich leisten, zeitgleich noch seinen Blade vielleicht auszurüsten. Aber ich persönlich würde mich dann doch eher auf den Main-Charakter funktionieren. Je besser der Main ausgerüstet ist, desto schneller levelt man. Und desto schneller kann man auch mehr Geld verdienen. Also beim Grinden verdient man ja auch doch sehr viel Penya, vor allem nach Level 60. Und je höher man ist, desto mehr wird es einfach. Und das heißt, sich jetzt absichtlich ultra lang im Low-Level aufzuhalten, um irgendwas Bestimmtes zu farmen, kann schon Sinn machen in gewissen Situationen. Aber mit der 8-Char-Taktik, finde ich, verschwendet man dann so ein bisschen Potenzial und vielleicht sogar Zeit. Und ich bin da einfach kein so großer Fan von. Also meine persönliche Meinung wäre, die Chars lange Zeit unangetastet zu lassen, sie lange Zeit nicht wirklich auszurüsten. Stats spielen keine Rolle, die fliegen euch ja die ganze Zeit nur hinterher. Für die Job-Change könnt ihr dann natürlich statten, den Blade Full STR, den Knight Full STR oder wenn ihr euch nur Blades macht oder so, einfach auf Full Damage gehen, damit ihr die Job-Change halt halbwegs gut machen könnt. Vielleicht da vorher schon mal als Tipp, sich ein bisschen NPC-Rüstung aufzubehalten, aufzusparen. Also ab Level 40 bis 50 die Assist-NPC-Sachen, Mage-NPC-Sachen und so für das richtige Geschlecht aufzusammeln, dass ihr da nichts kaufen müsst, damit die Charakter zumindest NPC-Equipment haben. Und dass man dann den Vene Guardian und die Job Change einfach mit jedem Charakter auch schaffen kann. Ohne große Probleme. Das wäre vielleicht noch so ein Tipp. Aber ansonsten würde ich meinen Blade erstmal nicht ausrüsten. Wenn man es unbedingt will, ja, dann frühestens auf Level 60, würde ich sagen. Also vorher braucht man es definitiv nicht. Ab Level 60 kann man zum Beispiel Giants farmen und so. Ja, da geht es dann so langsam los. Da habe ich aber auch nochmal andere Videos drüber, was man da alles machen kann. Das würde jetzt diesen Rahmen des Videos sprengen. Aber grundsätzlich, ich persönlich bin da eher nicht so Fan von. Also ich würde wahrscheinlich erst mit so Level 105 oder so anfangen, wirklich meinen Blade zu bauen, dass der zum Beispiel Clockworks farmen kann und solche Sachen. Aber vorher eher nicht. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon mit den ersten FAQ-Fragen. Ich denke mal, da war jetzt schon einiges dabei. Sicherlich nicht alles. Wie gesagt, schreibt auf jeden Fall gerne Sachen, die jetzt in diesem Video nicht wirklich thematisiert wurden, zur 8-Char-Thematik, generell auch zum Anfangen von Flive Universe, in die Kommentare. Dann gibt es nochmal ein Follow-up-Video davon, wo dann natürlich nur Sachen vorkommen, die jetzt in Video 1 nicht vorkamen. Und ja, fand ich auf jeden Fall wirklich mal cool, so einen Einblick zu bekommen von jemandem, der das quasi ausprobiert hat. Sein Nachteil war jetzt halt in dem Fall, dass er halt, ja, wie gesagt, das erste Mal Flive Universe direkt mit 8-Char-Taktik gespielt hat. Nicht unbedingt zu empfehlen, weil Vorwissen hilft hier wirklich enorm weiter. Aber schlecht ist es jetzt auch nicht. Ja. Also wenn man sich zutraut, kann man es auf jeden Fall machen. Aber es ist schon wirklich mit Aufwand, mit Planung, also organisatorisches Talent glänzt hier auf jeden Fall ein bisschen. Und ja, Geduld ist wichtig und generell ist es schon auf jeden Fall aufwendiger. Also es wäre gelogen, wenn man sagen würde, es wäre nicht aufwendiger. Aber man hat ja auch viele Vorteile, würde ich behaupten. Und von dem her muss sich das ja irgendwo die Waage halten. Also wenn es jetzt nur Vorteile gäbe und überhaupt nicht irgendwie anstrengender, aufwendiger oder sonst was wäre, dann wäre es ja Schwachsinn. Dann würde ja jeder so spielen, ohne Wenn und Aber. Und da es aber doch einige Leute gibt, die das ablehnen,
heißt ja auch, dass es irgendwo mit ein bisschen, zumindest einem Wermutstropfen verbunden ist. Und dieser ist halt meistens einfach in dem Management, in der Organisation und in dem grundsätzlichen Aufwand sozusagen irgendwo mit drin. Aber meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall. Abschließend noch ein Tipp für allgemeines Anfängerdasein. Wenn ihr upgradet bis plus 5, eigentlich sogar einschließlich plus 6, benutzt bitte nur Low S-Protect Scrolls. Benutzt keine normalen S-Products bis mindestens 6, also von 6 auf 7. Gerne auch mit normalen S-Products, aber bis einschließlich plus 6 benutzt man eigentlich nur Low S-Products, weil S-Products viel zu teuer sind, um sie vorher schon zu benutzen. Und auch mit Low S-Product geht euer Item auf jeden Fall nicht kaputt. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass es dann Level Down geht, aber dann müsst ihr es halt einfach nur wieder Level Up machen. Aber das ist alles wesentlich günstiger, als richtige Products zu benutzen, geschweige denn zu kaufen. Also bitte bis plus 6 nur Low Products benutzen. Das wäre noch sowas Allgemeines, auch für Anfänger super wichtig und machen viele Leute, glaube ich, am Anfang leider auch nicht. Und ein Low S-Product kostet Stand jetzt momentan auf Boding zwischen 5.000 und 10.000 Penja each. Also super günstig, kann man sich easy von anderen Spielern kaufen. Und ja. Und gut, dann heute etwas längeres Talk-Video auf jeden Fall. Wie gesagt, gerne weitere Fragen in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Für weitere Fragen können wir auch live drüber reden. Und bis zum nächsten Mal mit Flive Universe. Haut rein und ciao, ciao.